Morgen. Sind Sie Sophie? Ja, guten Morgen. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Sehr schön. Kommen Sie bitte mit in mein Büro. Dort können wir in Ruhe sprechen. Nehmen Sie gerne Platz. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es gut, danke. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich hoffe nur, dass mein Deutsch ausreichend ist. Ihr Deutsch klingt sehr gut. Und wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie einfach nach. Erzählen Sie mir bitte etwas über Ihre Erfahrung und Ihre Ausbildung im Pflegebereich. Sehr gerne. Ich komme aus Marokko und habe dort 2 Jahre in einem Pflegezentrum gearbeitet. Ich habe ältere Menschen beim Waschen, Anziehen, Essen und bei täglichen Aktivitäten unterstützt. Haben Sie eine Ausbildung oder besondere Kurse gemacht? Ja, ich habe in Marokko eine Grundausbildung in der Altenpflege abgeschlossen. Zusätzlich habe ich mehrere Kurse besucht, zum Beispiel einen Kurs über Grundpflege, einen über Hygiene und einen über Kommunikation mit älteren Menschen. Ich habe auch einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Seit ich in Deutschland bin, mache ich regelmäßig Online-Weiterbildungen. Ich habe einen Deutschkurs speziell für Pflegekräfte besucht. Dort habe ich Vokabeln gelernt, die im Alltag wichtig sind. Körperteile, Pflegeschritte, Vitalwerte, Materialien und Sicherheit im Arbeitsalltag. Ich übe jeden Tag ein bisschen, damit ich klar und sicher sprechen kann. Das klingt sehr engagiert. Es ist schön zu sehen, dass Sie motiviert sind und sich weiterbilden. Ja, mir ist das wichtig. Ich möchte professionell arbeiten und verstehen, was meine Kolleginnen und Kollegen sagen. Deshalb lerne ich jeden Tag ein bisschen mehr. Warum möchten Sie gerne bei uns im Sonnental arbeiten? Ich arbeite gerne mit älteren Menschen. Viele brauchen Geduld, Zeit und jemanden, der freundlich ist. Ich möchte Menschen helfen und gleichzeitig meine Zukunft in Deutschland aufbauen. Das ist eine sehr schöne Motivation. Haben Sie Fragen an mich? Ja, 2 Fragen. Erstens, wie sieht ein normaler Arbeitstag hier aus? Und zweitens, bekomme ich Unterstützung, wenn ich sprachlich etwas nicht verstehe? Ein typischer Tag beginnt mit der Übergabe. Dort erklärt das Team die wichtigsten Informationen über die Bewohnerinnen und Bewohner. Danach helfen sie bei der Körperpflege, beim Frühstück und bei alltäglichen Aufgaben. Und ja, natürlich unterstützen wir sie sprachlich. Jede neue Kollegin braucht Zeit und das ist vollkommen in Ordnung. Das freut mich sehr zu hören. Ich habe einen sehr guten Eindruck von Ihnen. Damit Sie unser Haus besser kennenlernen, möchte ich Ihnen gerne einen Rundgang zeigen. Sehr gerne. Das hilft mir viel. Wir haben hier 40 Bewohnerinnen und Bewohner. Einige sind sehr selbstständig, andere benötigen mehr Unterstützung. Verstehe. Ich finde es gut, wenn ich die Menschen und die Station vorher sehen kann. Genau. Nach dem Rundgang sprechen wir noch einmal kurz über alles. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit. Wir beginnen hier auf der unteren Etage. Das ist unser Hauptflur. Viele Bewohnerinnen und Bewohner sitzen hier am Vormittag, lesen etwas, hören Musik oder sprechen miteinander. Der Flur ist sehr hell und freundlich, das gefällt mir. Es wirkt ruhig und nicht zu voll. Ja, das ist uns wichtig. Ein angenehmes Umfeld hilft den Menschen sehr. Auf der rechten Seite sehen Sie die Bewohnerzimmer. Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad, ein Pflegebett und wichtige Hilfsmittel. Und wie viele Zimmer gibt es hier? 12 Zimmer auf dieser Etage. Eine Pflegekraft betreut ungefähr 4 bis 5 Personen, aber wir arbeiten immer im Team. Das ist gut. Ich arbeite gerne gemeinsam mit anderen. In der Pflege ist Teamarbeit wirklich zentral. Hier links ist unser Aufenthaltsraum. Hier essen viele Bewohner gemeinsam oder machen kleine Aktivitäten. Der Raum sieht sehr gemütlich aus. Die Farben sind warm und es wirkt nicht medizinisch. Genau, wir möchten eine wohnliche Umgebung schaffen. Pflege soll menschlich und angenehm sein. Welche Aufgaben habe ich hier im Aufenthaltsraum? Sie unterstützen beim Essen, bringen Getränke, beobachten aufmerksam und sprechen mit den Bewohnern. Viele Menschen fühlen sich sicherer, wenn jemand freundlich und ruhig bei ihnen ist. Ich verstehe.
Ich höre gerne zu und ich mag Gespräche. Sehr schön. Kommen wir weiter zum Dienstzimmer. Hier beginnt jeder Arbeitstag. Das sieht sehr organisiert aus. Ordner, ein Computer, ein Whiteboard, alles gut sortiert. Genau. Hier planen wir den Tag, dokumentieren wichtige Informationen und bereiten Aufgaben vor. Morgens und nachmittags findet hier die Übergabe statt. Muss ich hier auch etwas eintragen? Schritt für Schritt. Am Anfang beobachten Sie erst. Wir erklären Ihnen das Programm später in Ruhe. Hier sehen Sie unser Pflegebad. Es ist groß und hat viele Hilfsmittel. Ja, wir haben moderne Ausstattung. Duschhocker, Lifter, Pflegewagen und alles, was wir für sichere Pflege brauchen. Hygiene spielt hier eine große Rolle. Ich hatte in meinen Kursen viel über Hygiene. Ich weiß, wie wichtig das ist. Sehr gut, das wird Ihnen helfen. Jetzt machen wir noch einen kleinen Rundgang am Flur entlang, damit Sie die Atmosphäre spüren. Sehr gern. Viele Bewohner grüßen gerne, wenn sie jemanden sehen. Guten Tag zusammen. Ich heiße Sophie und freue mich, hier zu sein. Sie sehen, ein freundlicher Gruß wirkt hier immer gut. Es fühlt sich sehr angenehm an. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen hier sich wohlfühlen. Das freut mich. Wir versuchen jeden Tag so angenehm wie möglich zu gestalten. Manche Bewohner brauchen viel Unterstützung, andere weniger. Ich glaube, ich werde mich hier gut zurechtfinden. Alles ist klar erklärt. Das freut mich sehr. Wir gehen jetzt zurück in mein Büro und sprechen kurz über die nächsten Schritte. Danke für den Rundgang. Ich fühle mich schon ein bisschen sicherer. Das ist schön zu hören. Wir begleiten Sie gern weiter auf diesem Weg. Guten Morgen. Sie müssen Sophie sein. Willkommen zu Ihrem ersten Arbeitstag. Ich bin Anna und heute Ihre Ansprechpartnerin. Guten Morgen, Anna. Vielen Dank. Ich freue mich, aber ich bin auch etwas nervös. Alles ist noch neu für mich. Das ist völlig normal. Der erste Tag ist immer aufregend. Wir gehen alles in Ruhe durch. Wenn Sie Fragen haben, sagen Sie es einfach. Danke. Ich möchte alles richtig machen und gut lernen. Das schaffen Sie. Wir beginnen heute ganz einfach. Zuerst zeige ich Ihnen Ihren Spind. Dort können Sie Ihre Sachen lassen und Ihre Arbeitskleidung anziehen. In Ordnung. Trage ich immer die gleiche Kleidung? Ja, wir tragen helle Arbeitskleidung. Das sieht ordentlich aus und ist gut zu reinigen. Gut, das ist praktisch. Was kommt als nächstes? Danach machen wir zusammen die Morgenrunde. Viele Bewohner brauchen am Vormittag Unterstützung. Ich erkläre Ihnen Schritt für Schritt, was Sie tun können. Das klingt gut. Ich habe in meinen Kursen viel über Morgenroutinen gelernt. Sehr schön. Es geht hauptsächlich um Waschen, Anziehen, Zähneputzen und kleine Hilfleistungen. Wichtig ist, dass wir freundlich bleiben und jeden Schritt erklären. Ja, das kenne ich. Es ist wichtig, dass die Bewohner sich sicher fühlen. Genau. Und wenn jemand nicht versteht, was Sie sagen, sprechen Sie langsam und wiederholen Sie es. Viele hören nicht mehr so gut oder brauchen etwas Zeit. Das ist kein Problem. Ich kann klar und langsam sprechen. Jetzt zeige ich Ihnen unseren Pflegewagen. Hier haben wir alles, was wir für die Grundpflege brauchen. Handschuhe, Tücher, Seife, Desinfektion und kleine Hilfsmittel. Darf ich fragen, wann ich selbstständig helfen darf? Am Anfang arbeiten wir zusammen. Ich zeige Ihnen alles. Wenn wir merken, dass Sie sicher sind, übernehmen Sie kleinere Aufgaben allein. Das fände ich sehr gut. Ich möchte Schritt für Schritt lernen. Genau so machen wir das. Jetzt gehen wir zu Frau Klein. Sie ist freundlich und braucht nur leichte Unterstützung. Wir fangen bei ihr an. Soll ich zuerst nur beobachten? Nein, Sie können ruhig schon kleine Aufgaben übernehmen. Reichen Sie mir einfach die Materialien und wenn ich Ihnen etwas gebe, erklären Sie kurz, was Sie tun. In Ordnung. Ich probiere es gern. Sehr gut. Und noch etwas.
Wenn eine Bewohnerin Nein sagt oder etwas nicht möchte, akzeptieren wir das. Wir fragen dann noch einmal freundlich nach oder bieten eine andere Lösung an. Das ist wichtig. Jeder Mensch soll respektiert werden. Genau. Und wenn jemand verwirrt ist, sprechen wir besonders ruhig. Geduld ist ein großer Teil unserer Arbeit. Ich denke, Geduld habe ich. Ich habe früher auch mit vielen älteren Menschen gearbeitet. Das merkt man. Ihre ruhige Art ist sehr hilfreich. Danke, das freut mich. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie wir die Materialien vorbereiten. Jede Pflegekraft hat ihren Bereich, aber wir teilen uns alles. Wenn Sie etwas benutzen, sagen Sie kurz Bescheid oder füllen es wieder auf. Das mache ich. Ordnung ist wichtig, damit alle gut arbeiten können. Genau. Und zum Schluss noch etwas Wichtiges. Wenn Sie unsicher sind oder etwas nicht verstehen, sagen Sie es. Es ist besser zu fragen als zu raten. Ja, ich werde fragen. Ich möchte keine Fehler machen. Fehler passieren jedem, aber wir helfen Ihnen. Sie sind nicht allein. Vielen Dank, Anna. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Gut, dann starten wir jetzt gemeinsam in den Tag. Wir machen alles ruhig, Schritt für Schritt. Ich bin bereit. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Sophie, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil unserer Arbeit, das Messen der Vitalwerte. Das machen wir täglich bei mehreren Bewohnern. Ja, das kenne ich ein wenig aus meiner alten Arbeit, aber ich möchte gerne alles noch einmal genau lernen, wie wir es hier machen. Sehr gut. Wir beginnen mit dem Blutdruck. Das Gerät ist hier im Pflegewagen. Es ist automatisch, also sehr einfach zu bedienen. Muss ich etwas Besonderes beachten? Ja, der Bewohner sollte ruhig sitzen und den Arm locker aufstützen. Und Sie erklären immer kurz, was Sie machen. Viele Menschen werden nervös, wenn sie nichts verstehen. Das ist verständlich. Ich sage also, ich messe jetzt Ihren Blutdruck. Bitte legen Sie den Arm auf das Kissen. Genau so. Sehr gut. Und wenn der Blutdruck gemessen ist, lesen wir gemeinsam den Wert ab. Okay, und wie merke ich, ob ein Wert normal ist? Am Anfang müssen Sie sich das nicht merken. Wir schauen gemeinsam. Aber zur Orientierung, 120/80 ist ein guter Durchschnitt. Wenn es viel höher oder viel niedriger ist, sagen Sie Bescheid. Gut, das hilft mir. Und was ist mit dem Puls? Puls misst das Gerät automatisch mit. Aber Sie können ihn auch mit der Hand fühlen. 2 Finger auf das Handgelenk und ruhig zählen. Ich habe das schon geübt, aber ich brauche noch Sicherheit. Das kommt mit der Zeit. Sie machen das gut. Danke, Anna. Und wie messen wir die Temperatur? Wir benutzen ein digitales Thermometer. Am besten unter dem Arm. Wir sagen immer vorher, ich messe Ihre Temperatur, es dauert nur einen Moment. Das ist einfach. Und wenn jemand sich nicht wohlfühlt, messen wir öfter? Ja. Oder wenn jemand Fieber hat, dann dokumentieren wir das sofort. Und wie schreibe ich die Werte auf? Ich zeige es Ihnen. Wir haben eine Liste für jeden Bewohner. Dort tragen wir Blutdruck, Puls und Temperatur ein. Sie schreiben deutlich und langsam. Das schaffe ich. Ich möchte, dass alles richtig ist. Genau. Und wenn Sie einmal einen Wert nicht verstehen, fragen Sie sofort. Es ist besser, noch einmal zu schauen, als einen Fehler zu machen. Da haben Sie recht. Ich frage immer, wenn ich unsicher bin. Sehr gut. Dann machen wir jetzt eine kleine Probe. Stellen Sie sich vor, ich bin eine Bewohnerin. Was sagen Sie? Guten Tag, ich möchte jetzt Ihren Blutdruck messen. Bitte legen Sie den Arm hier auf das Kissen. Perfekt. Und was machen Sie als nächstes? Ich lege die Manschette an, starte das Gerät und warte, bis der Wert erscheint. Dann lese ich ihn laut vor. Sehr schön. Das klingt sehr professionell. Danke. Ich fühle mich heute viel sicherer als heute Morgen. Das merke ich. Sie lernen schnell und bleiben ruhig. Das ist sehr wichtig in unserem Beruf. Das freut mich zu hören. Es motiviert mich sehr. Gut. Dann kommt jetzt der letzte Schritt. Wir räumen den Pflegewagen auf und bringen alles zurück. In Ordnung. Was mache ich zuerst? Desinfizieren Sie die Manschette, legen Sie die Geräte an ihren Platz und füllen Sie alles wieder auf, was wir benutzt haben. Alles klar. Das ist logisch und sauber. Genau. Und jetzt sehen Sie auf die Uhr. Wissen Sie, was das bedeutet? Feierabend? Ja, Sophie. Ihr erster Arbeitstag ist geschafft. Das ging schneller vorbei als gedacht. Ich habe viel gelernt. Und Sie haben es sehr gut gemacht. Ruhen Sie sich jetzt aus. Morgen machen wir weiter.
Vielen Dank, Anna. Ich freue mich auf morgen. Einen schönen Feierabend. Ihnen auch, Sophie. Bis morgen.